Hallo ihr Lieben, ich habe vor, mit euch zusammen einen Shopper zu häkeln und diesen Shopper häkele ich aus Bobigny-Korb 5 mm in der Farbe Jeans. Was habe ich auch dafür alles benötigt? Wie viel genau von Bobigny-Korb am Ende ich benötigt habe, sage ich am Ende nochmal, oder ich schreibe das auch im Infobox unter dem Video. Ich habe Häkelnadel Nummer 5, Häkelnadel Nummer 4, Faden zu verstecken und eine Schere, die Faden abzuschneiden. Dann wollen wir jetzt einmal loslegen. Wir schlagen jetzt 17 Luftmaschen auf. Die erste zähle ich immer mit und dann noch 16. Vier und 5 und dann noch 12 Maschen aufschlagen. So, ich habe jetzt insgesamt 17 Luftmaschen gemacht und wir fangen mit der ersten Reihe an und häkeln insgesamt 15 feste Maschen in jede Masche. Also die erste überspringe ich und gehe ich in die zweite und mache so die erste feste Masche. Drei, 4, 5, 6, 7 und 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 feste Maschen. Die letzte häkeln wir 3 feste Maschen in diese Masche, um die Arbeit auf diese Seite zu drehen. Also nicht zu fest. Also bei der ersten Reihe ziehe ich ein bisschen die Maschen raus. Also 1, 2, 3. Hier ist es ein Loch entstanden, dann ziehe ich am Endstück. So, alles gut fest zusammengezogen. Und dann fangen wir wieder zurück zu häkeln, 15 feste Maschen. In jede Masche, wo schon hier in der Reihe rausgekommen ist, und das Endstück häkeln wir rein. Eins, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die letzte Masche 15. Jetzt müssen wir auf der Seite genauso wie hier 3 Maschen in eine Masche häkeln. Also, wenn ihr hier seht, das war die erste Masche und hier die Schlinge oder die Schlaufe. Hier kann man auch gut erkennen. Hier stecken wir unsere Häkelnadel rein und da machen wir jetzt 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Wir verbinden jetzt endlos die Reihe. Also ich gehe mit der Häkelnadel hier durch die beiden Schlingen. Das war die erste Masche. Unter diesen beiden Schlingen. Dann hole ich mir Faden, ziehe auf die andere Seite. So haben wir die erste Reihe beendet. So, wir fangen gleich mit der Reihe Nummer 2. Insgesamt werden wir 6 Reihen häkeln. Das wird ja der Boden für die Tasche sein. Und wir machen Strickmuster. Diese Reihe und die Reihe danach, die werden gleich aussehen, was diese gerade Linie angeht. Wir haben hier insgesamt 15 feste Maschen auf einer Seite und auf der anderen Seite. Hier wird sich nichts ändern. Diese Maschenzahl bleibt immer gleich, von beiden Seiten immer 15 Maschen. Was sich ändert, das ist dieser Halbkreis. Von einer Seite und von der anderen Seite. Gut, dann zeige ich euch noch mal, wie die Seite geht. Halbkreis mit Strickmuster. Ich gehe in die erste Masche, zwischen den beiden Schlaufen da durch. Muss ich noch mal so, holen mir den Faden. Also ich sehe genau da, wo die Nadel rausgekommen ist. Hol mir den Faden. Na, jetzt. Pack diese Schlaufe auf die Nadel und häkel die beiden zusammen. So entsteht erste Masche von der zweiten Reihe. Dann weiter
häkeln. Also insgesamt muss ich hier 15 feste Maschen häkeln in Strickmuster. Ich gehe zwischen diesen beiden Schlingen rein, dass auf der Rückseite auch zwischen den Schlingen rauskommt, hole mir den Faden und mache so die feste Masche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die letzte 15. feste Masche. So, hier sind die 3 Maschen und die müssen wir jetzt jede Masche verdoppeln. Erste Masche und da genauso die zweite Masche häkeln. Dann bei der zweiten, dass wir insgesamt aus 3 feste Maschen 6 feste Maschen raushäkeln. Und die letzte Masche. So, das ist unser Halbkreis. In jeder einzelnen Masche haben wir jetzt 2 feste Maschen verdoppelt und auf diese Seite häkeln wir wieder 15 feste Maschen bis zu den nächsten Halbkreis. So, ich habe auf diese gerade Seite 15 feste Maschen gehäkelt und auf der Seite, genauso wie auf diese Seite, in jede Masche häkele ich 2 Maschen raus. Also wieder verdoppeln. Eins und 2. Die nächste Masche verdoppeln. Und die letzte Masche verdoppeln. Die zweite Reihe ist jetzt auch beendet und mit nahtlosem Übergang schließen wir die Reihe ab.
Das ist die erste Masche von der ersten Reihe, von der zweiten Reihe sozusagen. Und ich gehe mit der Häkelnadel unter diesen beiden Schlaufen, hole mir den Faden, ziehe ich auf die andere Seite. Und so habe ich die Reihe nahtlos verbunden. Also die nächsten Reihen und die Reihen von den Taschenwand werden genauso zugemacht, also mit nahtlosen Übergang abgeschlossen. Wir fangen jetzt mit der dritten Reihe an. Also in die erste Masche gehe ich mit der Häkelnadel rein, hole mir den Faden und so mache ich die erste feste Masche von der dritten Reihe. Dann mache ich jetzt noch 14 Maschen, also dass ich insgesamt auf 15 Maschen auf diese gerade Linie komme. Und dann zeige ich, wie es hier weitergeht. So, in dieser Reihe habe ich jetzt 15 feste Maschen gemacht und bin an der Seite angelangt. Jetzt machen wir so. Die erste Masche werde ich verdoppeln. In die nächste Masche häkele ich ganz einfache Masche. Also die erste Masche verdoppeln. Dann eine feste Masche häkeln. Dann wieder eine Masche verdoppeln. Und eine Masche in die nächste Masche häkeln. Und noch einmal die erste Masche verdoppeln. Und die letzte Masche einfach nur eine Masche häkeln. So, dann häkeln wir wieder 15 feste Maschen bis hierhin. Nochmal 15 feste Maschen häkeln. So, ich bin jetzt auf diese Seite angekommen und hier werden wir genauso häkeln wie auf der Seite. Das heißt, wir werden die erste Masche wieder verdoppeln. Die erste Masche verdoppeln, dann eine Masche häkeln, dann wieder die Masche verdoppeln, dann wieder eine Masche häkeln. Und bei der letzten Verdopplung ist die erste Masche, wird wieder verdoppelt. So, einmal. Zweimal und dann die letzte Masche, ganz einfache Masche häkeln. Jetzt die Reihe nahtlos verbinden
Und wir haben gerade eben die dritte Reihe zu Ende gehäkelt. Fangen wir mit der Reihe Nummer 4, genauso wie die Reihen davor. Die erste Masche in der vierten Reihe, Entschuldigung. Und dann häkeln wir insgesamt noch 14 Maschen, dass wir wieder auf 15 Maschen kommen. So, die 15 feste Maschen habe ich jetzt gemacht. Wir sind an den Halbkreis angekommen. Und hier müssen wir so häkeln, da wo wir die Reihe davor Maschen verdoppelt haben. In jede Masche häkeln wir eine feste Masche und bei einer Masche verdoppeln wir. Also eine Masche und die zweite. Und hier werden wir die Masche verdoppeln. Und das insgesamt müssen wir dreimal machen. Einmal haben wir schon. Dann wieder diese zwei Maschen. Einzelmaschen häkeln. 1 und 2 und diese Masche verdoppeln. Zweites Mal und noch einmal wieder Einzelmaschen häkeln und die letzte Masche verdoppeln. Und diese Masche wird verdoppelt. So, dann häkeln wir jetzt auch 15 feste Maschen bis zum nächsten halben Kreis. Und hier wird es genauso gemacht wie auf der Seite, da wo wir die doppelte Maschen haben. In jede Masche wird eine einzelne Masche gehäkelt, einmal verdoppeln, also dreimal dann wieder da eine Masche verdoppeln, hier eine Masche und die letzte Masche wird verdoppelt. Dann verbinden wir nahtlos die Reihe und häkeln wieder 15 feste Maschen und dann zeige ich, wie es weitergeht. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Also hier wie auf der Seite die ersten zwei Maschen einzelnen Maschen gehäkelt, eine verdoppelt, dann wieder zwei einzelnen Maschen verdoppeln, zwei einzelnen Maschen und die letzte verdoppelt. Dann habe ich endlos die Reihe verbunden oder nahtlos die Reihe verbunden, 15 feste Maschen gehäkelt und am den nächsten Halbkreis bin ich angekommen und hier mache ich so, dass ich die erste Masche verdopple ich. Dann hier wird eine feste Masche gehäkelt und hier einzelne feste Maschen gehäkelt. Also eins, zwei, 3 und so muss ich insgesamt dreimal machen. Also einmal habe ich schon, dann die nächste Masche verdopple ich.
Dann 3 einzelne feste Maschen häkeln. Dann wieder eine feste Masche verdoppeln. Und 3 feste Maschen häkeln. 1, 2 und die dritte Masche. Dann häkeln wir wieder 15 feste Maschen. Dann die erste Masche wird verdoppelt, dann 3 einzelne feste Maschen häkeln, dann wieder eine feste Masche verdoppeln, dann 3 feste Maschen, eine feste Masche verdoppeln und dann wieder 3 einzelne Maschen häkeln, nahtlos die Reihe verbinden und wieder 15 feste Masche häkeln. Da fängt ja dann schon die sechste Reihe und das ist die letzte Reihe und hier werde ich wieder mal zeigen, wie es weiterläuft. So, ich habe jetzt die Reihe Nummer 6 angefangen. Die Seite habe ich genauso gemacht wie ich diese Seite, nahtlos die Reihe verbunden, 15 feste Maschen gehäkelt und hier mache ich dann weiter und auf diese Seite machen wir so, dass wir erstmal 3 einzelne feste Maschen häkeln. 1, 2 und 3. Normalerweise müssen wir jetzt einmal 4 feste Maschen machen, aber die letzte Masche häkeln wir dann auf der Seite. Also einfach nur mitmachen. Die ersten 3 feste Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Dann wird eine Masche verdoppelt. 1 und 2. Jetzt mache ich 4 Einzelmaschen in jede Masche. 1, 2, 3 und 4. Dann werde ich wieder verdoppeln. Dann häkele ich wieder 4 feste Maschen. Wieder einmal verdoppeln. Und die letzte Masche mache ich eine einzelne Masche, weil wir hier Anfang diesen halben Kreis nur 3 feste Maschen gehäkelt haben. Also die letzte Masche mache ich dann
hier, dann haben wir unseren halben Kreis sozusagen beendet. Dann machen wir wieder 15 feste Maschen und die Seite zeige ich euch nochmal. So, ich habe jetzt 15 feste Maschen gehäkelt und fange mit diesem halben Kreis an, genauso wie auf der anderen Seite. Ich mache zuerst 3 einzelne Festmaschen. Dann eine Masche wird verdoppelt. Vier einzelne feste Maschen häkeln. Dann wieder eine Masche wird verdoppelt. Wieder 4 feste Maschen häkeln. Eine Masche wird verdoppelt. Und die letzte Masche, die wir hier nicht gemacht haben, die wird auf der Seite gehäkelt. So sieht der Boden aus. Diese Reihe werde ich jetzt einmal anders verbinden und dann mache ich noch die letzte Kettmaschenreihe. Also ich ziehe jetzt einmal an den Faden, das ein bisschen so lang ist, gehe ich wieder wie gewohnt durch unter diesen beiden Schlaufen durch, hole mir den Faden und ziehe auf die andere Seite. So, hier durch diese Schlinge nehme ich jetzt meinen Knäuel und mache den einmal da durch. So, Faden ziehen. Und jetzt einmal so am Faden ziehen, dass diese Schlinge sich zusammenzieht. Oh, mein Knollen ist fast runtergefallen. So, nochmal fester ziehen. So haben wir jetzt einmal die Reihe verbunden und können mit der Kettmaschenreihe anfangen. Ich gehe jetzt hier mit der Häkelnadel durch, hole mir den Faden, gehe ich in die nächste durch, hole mir den Faden und gehe ich da mit dem Faden durch diese Schlaufe durch. So entsteht eine Kettmasche und so mache ich die ganze Reihe. Und so wird bis Ende der Reihe gemacht. In jede Masche eine Kettmasche häkeln. Ja, ich habe jetzt fast die Reihe beendet. Hier noch die letzte Masche.
da wo wir die Reihe verbunden haben, einfach auch noch Faden holen, durch die Schlaufe ziehen und jetzt können wir Faden abschneiden und nahtlos die Reihe verbinden, also an den Faden ziehen. Ich nehme jetzt Häkelnadel Nummer 4, es ist einfacher dann unter durchzugehen, hole mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. So, vor der Rückseite gehe ich hier durch, da wo wir immer die Reihe verbunden haben, dass die Häkelnadel hier da rauskommt. Nee, jetzt. Hier muss die Häkelnadel rauskommen, also ich zeige nochmal. Hier durch. Und die Häkelnadel muss hier rauskommen, wo dieser nur ein Faden rausguckt. Dann holen wir uns den Faden und ziehen auf die Rückseite. Auf der Rückseite wird der Faden nochmal versteckt. Ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, dass der Boden so schief und krumm ist. Es macht überhaupt nichts aus. Wir werden das auch beheben durch Bügeln. Also Bügeleisen auf höchste Stufe stellen, Dampfbügeleisen, wenn ihr natürlich Dampf habt. Wenn nicht, dann macht ihr ein Handtuch oben drauf und diesen Handtuch macht ihr ein bisschen feucht mit Wasser. So, dann legt ihr Handtuch von einer Seite, bügeln, von der anderen Seite bügeln, dass der Boden auch Form aufnimmt und dass der auch richtig schön gerade ist. Dann legt ihr das auch mal hin, dass der Boden sich austrocknet und wenn es getrocknet ist, fangen wir mit den Taschenwand weiter. Ja, so sieht der Boden aus, nachdem ich ihn gebügelt habe. Das ist die Vorderseite und das ist die Rückseite. So, ich möchte nochmal euch die Massen durchgeben. Die Länge von den Boden ist 29 cm und die Breite ist 14 cm. Und jetzt können wir Taschenwand häkeln. Also, ich beginne ungefähr hier. Wenn man hier rauf guckt, hier ist auch so eine Kette entstanden. Ich werde dann mit der Häkelnadel durch eine, die hintere ist, gehen und auf der Rückseite, hier sind ja zwei Schlingen entstanden und unter diesen zwei muss ich auch mit der Häkelnadel gehen. Dann hole ich mir mal den Faden und ziehe einmal durch. Also diese erste Reihe wird schwierig sein, wenn ihr zum Beispiel mit der Häkelnadel nicht hier untergehen könnt, dann nehmt ihr eine Häkelnadel kleiner und so mache ich die erste feste Masche. Dann gehe ich in die nächste. Und dieses Endstück häkele ich auch rein, muss ich nachher später nicht verstecken.
Und bei der ersten Reihe zieht bitte diese Schlinge oder diese Schlaufe ein bisschen nicht zu klein und auch nicht zu hoch raus, ne? Also weil die erste Reihe wird immer so versteckt sein und deswegen ziehe ich ein bisschen an diesem Faden so ein bisschen raus. Also zeige ich nochmal. Dass ich so leicht nach rechts gehe und dann mache ich die Masche. Was ich noch vergessen habe zu sagen, wir häkeln ohne Zunahmen in jede solche Schlaufe eine feste Masche. Also wir werden keine Zunahmen mehr machen und die Wand geht von der Tasche einfach nur hochgehäkelt. So, da wo der nahtlose Übergang war, gehen wir auch rein und hier ist nur eine statt 2 Schlaufen. Unter die 2 gehen und feste Masche häkeln. Dann die nächste zeige ich auch ein bisschen näher. Unter diesen 3 Schlaufen muss ich durch. So, das Endstück kommt dann nach hinten und nochmal hier durch, das Endstück oben drauf legen, Faden holen. Wie ich schon gesagt habe, bei der ersten Reihe ist es sehr schwer. Die anderen Reihen werden dann leichter gehäkelt. So. Nochmal. Hier ist die Kette. Ich gehe zwischen und unter diesen beiden Schlaufen auf der Rückseite. So, das Endstück wieder drauflegen, Faden holen und die feste Masche häkeln. Und noch einmal. Und so macht ihr die ganze Reihe und am Ende zeige ich, wie es weitergeht. So, die erste Reihe ist jetzt bei mir fertig. Ich verbinde die Reihe mit nahtlosen Übergang. Hole mir die Schlaufe, ziehe auf die andere Seite. Und dann mache ich die. Ich mache dann weiter mit Strickmuster die Wand häkeln von der Tasche. Wenn ihr natürlich wollt, irgendwie einen anderen Muster zu machen, dann gerne. Und ich mache mit Strickmuster. So habe ich jetzt die erste Masche gemacht. Dann gehe ich die zweite. Und hier muss ich natürlich auch achten, dass alle Maschen gleich aussehen.
Nicht, dass eine kurz ist und die andere lang ist. Die müssen jetzt alle gleich aussehen. Und so wird es weiter gehäkelt, Reihe zu Reihe. Dann nahtlos die Reihe verbunden. Und wenn ich die gewünschte Höhe erreicht habe, sage ich euch genau, wie viele Reihen ich hochgehäkelt habe. Ja, ich möchte euch jetzt einmal Zwischenstand zeigen. Ich habe weiter gehäkelt, dass mein erster Knäuel zu Ende ist und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen vollständig gehäkelt und die 9. Reihe habe ich angefangen. Und hier auf der Stelle ist mir der Knäuel ausgegangen und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich 9 Knäuel dann mit der Arbeit verbinde. So, dann ich hole mir den Faden erstmal von meinen Arbeitsfaden und dann häkel ich nicht bei den Schlaufen durch. Dann nehme ich mir 9 Faden und dann ziehe ich durch diesen beiden Schlaufen durch. So, einmal an Endstücken so alles zusammenziehen, lege ich beide Endstücke hier drauf und fange ich weiter an zu häkeln. Und diese beiden Endstücke häkle ich einfach rein. Das ist die einfache Methode, wie man die Endstücke miteinander verbindet. Wenn ihr eine andere Methode kennt, könnt ihr natürlich auch eigene Methode verwenden, aber ich wollte nur zeigen, wie ich es mache. So, und dann wird es weiter gehäkelt und wenn ich die gewünschte Höhe erreicht habe, sage ich euch genau, wie viele Reihen da sind und dann machen wir es weiter.